Hallo, ich bin Professor Dr. Stefan Kölsch und mit diesem Video starte ich einen Kanal zu meinem neuen Buch Die dunkle Seite des Gehirns über das Unterbewusste. Das Unterbewusste, jeder hat schon mal davon gehört und jeder hat auch eins. Aber was ist es eigentlich und was macht es? Ist es vielleicht etwas Böses im Menschen oder will es unser Überleben sichern? Sind wir ihm hilflos ausgeliefert oder können wir es vielleicht auch überlisten? Welche Geheimnisse verbirgt es? Das Unterbewusste erzeugt seine eigenen Gedanken und seine eigenen Gefühle. Es drängt uns dazu, Dinge zu tun, die es für vorteilhaft hält und Dinge zu lassen, vor denen es sich fürchtet. Das Unterbewusste hat sich im Laufe der Evolution für ein Leben im Urwald entwickelt und dafür ist es perfekt und überlebenswichtig. Aber in unserem modernen Leben mit Kühlschrank, Büro und Smartphone, da beeinflusst es uns oft entgegen unserer ureigenen Interessen. Jetzt wird das Unterbewusste zur dunklen Seite des Gehirns und legt uns oft Fallstricke. Wenn im Urwald ein gefährliches Raubtier aus dem Busch hervorspringt, dann übernimmt das Unterbewusste blitzschnell das Kommando über das gesamte Gehirn. Aber heutzutage macht es uns durch genau diese Funktion auch blind, ja, mit Sorgen, Ärger oder Feindschaft. Wir sind dann oft wie gefangen in negativen Gefühlen oder in negativen Gedankenschleifen. Ja, unser Blutdruck steigt und wir übersehen offensichtliche Lösungen. Im Urwald sorgt das Unterbewusste auch dafür, dass eine Beute bloß nicht wieder fallen gelassen wird. Aber heutzutage führt der damit einhergehende Verlust Frust zu Habgier und unsere Schränke quellen über, weil wir uns nur schwer von Dingen trennen können. Wir werden sehen, dass sich solche unterbewussten Funktionen Millionen von Jahren vor der Entstehung des Menschen bei den damals lebenden Tieren entwickelt haben. Und deswegen sind sie auch tief in unseren Gehirnen verwurzelt. Zusätzlich haben sich im Unterbewusstsein des Menschen noch weitere faszinierende Funktionen herausgebildet. Also Menschen orientieren sich zum Beispiel unterbewusst an den Regeln und Bräuchen ihres Stammes. Ja, unser Unterbewusstes will, dass wir dazugehören und vom Rest der Gruppe akzeptiert werden. Und deswegen drängt es uns dazu, uns so zu verhalten wie die Gruppe, so zu denken und sogar so zu fühlen wie die anderen. Es sorgt sogar dafür, dass unsere Sicht der Welt mit derjenigen unserer Gruppe übereinstimmt. Und zwar unabhängig davon, ob diese Sicht der Welt nun der Wirklichkeit entspricht oder nicht. Und dafür hat unser Unterbewusstes sogar einen eigenen Wirklichkeitsfilter. Und diesen Wirklichkeitsfilter kann es geschlossen halten und dann erliegt man allen möglichen irrationalen Vorstellungen oder Illusionen. Und wir können das bei Menschen erkennen, die auf Verschwörungstheorien reinfallen, auf Propaganda oder auf Populisten. Ihr werdet außerdem erfahren, dass unser Unterbewusstes auch ein Persönlichkeitssystem ist. In unserer frühen Kindheit hat es Bindungsstile zu unseren wichtigsten Bezugspersonen entwickeln. Und diese frühkindlichen Bindungsstile beeinflussen dann lebenslang unsere Beziehung zu anderen Menschen. Unsere unterbewussten Bindungsstile hängen außerdem mit etlichen Persönlichkeitseigenschaften zusammen. Also zum Beispiel damit, wie wir mit Ärger oder Stress umgehen, wie perfektionistisch wir vielleicht sind, wie empathisch, wie selbstbewusst wir sind, ja und sogar wie schmerzempfindlich wir sind. Erst die unterbewussten Funktionen des Menschen haben die Entstehung moderner Zivilisationen überhaupt ermöglicht. Aber gleichzeitig erschwert das Unterbewusste auch dem Menschen fortwährend das Leben in genau diesen Zivilisationen. Es führt uns mit Fehleinschätzungen und irrationalen Vorstellungen aufs Glatteis und wird zum Zündstoff von Konflikten. Also zum Beispiel, wenn andere nicht normal sind, also nicht mit unserer Gruppe übereinstimmen, oder wenn andere gar als Gefahr für unsere eigene Gruppe wahrgenommen werden, dann erzeugt das Unterbewusste Feindseligkeit. Und das kann zu Ausgrenzung führen, Hetze im Internet, sogar zu terroristischen Anschlägen, Kriegen und Genozid. Jetzt sind wir glücklicherweise dem Unterbewussten nicht hilflos ausgeliefert. Und ich werde euch in diesem Kanal auch verraten, wie man unterbewusste Vorgänge erkennen kann und sein eigenes Unterbewusstes auch überlisten kann. Und zum Glück geht dies meist mit verblüffend einfachen Tricks. Also zum Beispiel ist einer der einfachsten und effektivsten davon, sich einfach in einem Satz zu sagen, was gerade eigentlich das Problem ist. Und vielleicht in einem weiteren, was man eigentlich bewusst will.
Also negative Gedankenschleifen kann man zum Beispiel dadurch ausschalten, dass man sich deutlich sagt, aha, das sind negative Gedankenschleifen, aber jetzt konzentriere ich mich wieder auf das, was ich gerade tun wollte. Ja, oder um ein Ziel zu erreichen, hilft es enorm, sich in einem Satz zu sagen, was denn überhaupt das Ziel ist. Und bei Ängsten hilft es tatsächlich mehr als alles andere, sich bewusst in einem Satz zu sagen, was einen eigentlich gerade ängstigt. Und durch solche Tricks können wir unsere negativen Gedanken und Emotionen kontrollieren, bevor sie uns kontrollieren. Und dies zu schaffen, gehört zu den größten persönlichen Erfolgen, die man im Leben erzielen kann. Auch im Zusammenleben mit anderen können wir das Unterbewusste überlisten. Also es wirkt zum Beispiel bei einem Streit oft Wunder, wenn man herausfindet, was der anderen Person eigentlich wichtig ist und deren Sichtweise so wiedergibt, dass sie zustimmt. Wenn man der anderen Person dann auch noch sagt, dass man sie versteht und erkennt, was ihr wichtig ist, dann ist die Lösung des Konflikts meist bereits sehr nahe. Zum Glück sind Probleme und Lebenskrisen tatsächlich meist nur halb so schlimm, wie sie uns scheinen, denn unser Unterbewusstes macht Probleme auch größer, als sie tatsächlich sind. Und genauso lässt unser Unterbewusstes die großen persönlichen Aufgaben des Lebens oft monströs und furchteinflößend erscheinen, aber dabei können sie häufig mit kleinen, vielen harmlosen Schritten bewältigt werden. Die dunkle Seite des eigenen Gehirns zu verstehen, ist die beste Methode, um die dunkle Seite des Gehirns eines anderen Menschen zu verstehen. Und dafür bietet dieser Kanal einen umfassenden Einblick und eine Anleitung mit vielen praktischen Tipps. Und diese sollen auch helfen, die eigene Gesundheit und das eigene Wohlbefinden zu fördern. Denn die stärksten Heilkräfte hat unser eigener Körper. Aber oft genug blockieren unsere unterbewussten Gedanken und Stimmungen genau diese Heilkräfte. Unser Hormonhaushalt gerät dann aus dem Gleichgewicht, unsere inneren Organe werden fehlgesteuert oder überlastet und wir werden krank. Oft vielleicht auch ohne, dass ein Arzt die genaue Ursache dafür erkennen kann. Das ist zum Beispiel bei immer wiederkehrenden Schmerzen der Fall. Die unterbewussten Vorgänge, die ich in diesem Kanal darstelle, haben Hirnforscher in den letzten 2 Jahrzehnten in bahnbrechenden Experimenten beleuchtet. Und diese Experimente enthüllen, dass sich das Unterbewusste in einem speziellen Teil des Gehirns befindet, nämlich im sogenannten Orbitofrontalhirn. Dieser Teil des Gehirns befindet sich hinter der Stirn über den Augen. Und besonders deutlich kann man dies bei Patienten erkennen, bei denen das Orbitofrontalhirn beschädigt ist. Denn bei diesen Patienten ändern sich die Funktionen des Unterbewussten. Und die aufregendsten und aufschlussreichsten dieser Experimente habe ich für euch allgemein verständlich dargestellt. Mein Interesse am Unterbewussten und am Orbitofrontalhirn geht lange Zeit zurück. Schon damals in meinem Soziologiestudium, Mitte der 1990er Jahre, suchten meine Professoren, die Gesellschaft anhand von Theorien zu erklären, denen zufolge Menschen Entscheidungen rational treffen und dann entsprechend danach handeln. Und damals habe ich einige dieser Professoren in den Seminaren mit meinen Bemerkungen genervt, dass Menschen stark von irrationalen Überlegungen beeinflusst seien und die Soziologie daher andere Modelle brauche. Und heute wissen wir, dass Menschen Handlungen oft auf Grundlage irrationaler Bewertungen treffen. Sie entscheiden sich oft auf Grundlage irrationaler Bewertungen. Und für die Forschung dazu wurden mittlerweile auch Nobelpreise vergeben. Wenn jetzt viele Menschen die gleichen irrationalen Entscheidungen treffen, kann dies gesellschaftliche Auswirkungen haben, ja, wie zum Beispiel Reformstau oder auch ökonomische Auswirkungen, ja, von Hamsterkäufen bis zum Konkurs ganzer Wirtschaftszweige. Und etwa gleichzeitig mit meinem Soziologiediplom erwarb ich damals auch mein Psychologiediplom und direkt danach hatte ich das Glück, eine Doktorarbeit am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaft in Leipzig beginnen zu können. Und bei meiner ersten Hirnstudie untersuchte ich, wie Musik im Gehirn verarbeitet wird. Und damals fand ich, dass plötzlich auftauchende, unerwartete Harmonien starke Aktivität im Orbitofrontalhirn auslösten, ja, dem Sitz des Unterbewussten. Und das zeigte damals mir schon, dass dieses Orbitofrontalhirn aktiv wird, wenn Vorhersagen enttäuscht werden. Und als junger Postdoktorand dann an der Harvard Medical School konnte ich solche Aktivität im Orbitofrontalhirn in einem ganz ähnlichen Experiment nochmal nachweisen und weiter erforschen. Und seitdem beschäftige ich mich mit diesem Teil des Gehirns, ja, in vielen meiner Experimente zu Emotionen, Bewertungen, Gedankenschleifen oder Vorhersagen
beobachtete ich immer wieder Aktivität im Orbitofrontalhirn. Es war zu meiner Zeit als Doktorand, ja, in den frühen 2000er Jahren, erst wenig über das Orbitofrontalhirn bekannt. Aber heute wissen wir viel mehr darüber. Genug, um wissenschaftlich stichhaltige Aussagen treffen zu können. Und die möchte ich hiermit auch einer breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. Und ich werde euch in diesem Kanal einen umfassenden, tiefen Einblick in unterbewusste Vorgänge im Gehirn geben. Gemeinsam mit vielen Vorschlägen dazu, wie wir den Fall stricken, welche wir uns selbst unterbewusst immer wieder legen, auch leichter entgehen können. Und dies soll dazu beitragen, ein ganz neues, wissenschaftlich fundiertes Verständnis des menschlichen Unterbewussten zu schaffen. Ja, das war jetzt ein erster Ausschnitt aus meinem Buch Die dunkle Seite des Gehirns über das Unterbewusste. Der Link ist unten. Schön, dass ihr zugehört habt. Ich wünsche euch einen schönen Tag, möglichst ohne negative Gedankenschleifen. Um die geht es dann nämlich im nächsten Kapitel.